Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, dass ich mir einen neuen Gaming-PC baue. Ich habe mich als Plattform für AMD entschieden. Zum einen, da AMD ja jetzt neue Prozessoren und auch neue Grafikkarten angekündigt hat. Zum anderen, da ich jetzt seit längerer Zeit auf Intel gesetzt habe und einfach einmal wieder die Seiten wechseln wollte und mal schauen, wie es denn mit AMD aktuell so aussieht. Für das Mainboard habe ich mich für ein B550 Aorus Master Mainboard von Gigabyte entschieden. Die Stromversorgung ist sehr, sehr gut, sodass man auch bei Overclocking absolut auf der sicheren Seite sein sollte. Des Weiteren ist es der aktuell neueste Chipsatz. Hier gibt es auch dann Support für die neuen Prozessoren. Und ein weiteres wichtiges Feature für mich war, da ich ja bisher Intel-Prozessoren hatte, bei diesem Mainboard kann ich, ohne einen Prozessor zu installieren, die BIOS-Version upgraden, was sehr wichtig ist, denn die ersten Mainboards oder die ersten Versionen des BIOS haben noch keine Unterstützung für die neuen Prozessoren und sonst hätte ich mir einen alten Prozessor noch kaufen müssen, um das BIOS-Update durchführen zu können. Und so bei diesem Mainboard BIOS-File einfach auf dem USB-Stick. Es gibt einen speziellen USB-Port auf dem Mainboard und dann kann man das BIOS direkt flashen. Das zeige ich später im Video auch nochmal. Und heute geht es eben einfach darum, welches Gehäuse verwende ich, welche Komponenten und zeige euch da ein bisschen, wie das nachher entsteht, das System. In Sachen Gehäuse habe ich mich für ein Fractal Design Gehäuse entschieden. Zum einen, weil es innen komplett in weiß gefertigt ist. Zum anderen, weil es einen schönen großen Ausschnitt hat. Man sieht das hier im Frontbereich, wo man wunderbar die Pumpe und den Radiator unterbringen kann und auch ansonsten sehr viele Lüfter verbauen kann. In Sachen Lüftern ist es so, dass ich hier eine Push-Pull-Konfiguration gewählt habe. Das heißt, die 3 Lüfter, die sich am 360er Radiator im vorderen Teil des Gehäuses befinden, saugen Frischluft von außen an, blasen die ins Gehäuse. Im unteren Teil des Gehäuses gibt es auch nochmal einen 140 mm Lüfter, der Luft nach oben ins Gehäuse bläst, und der 140er Lüfter an der Rückseite des Gehäuses und die 340er Lüfter oben im Deckel ziehen die Luft dann wiederum nach außen, sodass da also wirklich ein guter Luftstrom entstehen kann. An der Vorderseite, wie gesagt, ist der 360er Radiator angebracht, hier mit entsprechenden Noctua-Lüftern, die besonders gut funktionieren, wenn man eben gegen einen Radiator bläst. Dann auf der Rückseite die Möglichkeit, SSDs und HDDs zu verbauen. Und in Sachen Pumpe habe ich mich für ein System von EK entschieden, in dem Fall hier ein EK Classic System mit einer D5-Pumpe, und werde dann auch einen entsprechenden Kühlblock von EK für die CPU, für den AM4-Sockel verwenden. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zum Mainboard. Es handelt sich hier um das Gigabyte Mainboard, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Wir haben hier 3 PCI X16 Anschlüsse, wobei es immer auf die Belegung ankommt, wie schnell dann nachher wirklich, also wie viel Bandbreite zur Verfügung steht. Wir haben 3 M2 Steckplätze, 6 SATA Steckplätze. Wir haben extra verstärkte Sockel für unseren Arbeitsspeicher und auch für den 24-Pin ATX-Anschluss. Und besonders klasse ist hier eben die 16-Phasen Stromversorgung. Wir können hier also bis zu 107 Ampere rausholen. Das ist auf jeden Fall jede Menge Spielraum für Overclocking. Was man hier jetzt auch schon erkennen kann, ich habe bereits die Standardbefestigungen getauscht. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch. Wie bereite ich das Mainboard für den entsprechenden Kühler vor? Der erste Schritt ist hier jetzt, die Standardmontagepunkte für den CPU-Kühler zu entfernen. Das sind hier diese beiden Plastikverankerungen. Die sind jeweils mit 2 Kreuzschlitzschrauben gesichert. Auf der Rückseite befindet sich eine Metall-Backplate. Und wenn wir jetzt die Schrauben hier oben lösen, können wir das Mainboard einfach anheben und die Backplate freigeben. Das ist die neue Backplate, eben auch mit einem entsprechenden kleinen Gummidämpfer-Element, sodass wir die Rückseite des Mainboards nicht beschädigen. Und hier geht es jetzt eben an den Einbau dieser neuen Backplate für den spezifischen Lüfter. Je nachdem, welchen Lüfter ihr habt, kann dieses Konstrukt anders aussehen. Vom Prinzip ist es aber eigentlich immer gleich. Hier geht es jetzt, wie gesagt, darum, erstmal diese alte Haltevorrichtung zu entfernen. Einfach die 4 Kreuzschlitzschrauben lösen, und wenn das geschehen ist, können wir das Mainboard nach oben wegheben und es bleibt unten lediglich die Standard-Backplate zurück. Jetzt nehme ich die beiden Halterungen und kann das Mainboard nach oben wegheben, und wie ihr sehen könnt, bleibt die Backplate zurück. Das ist die Original-Backplate. Auch die hat eben ein kleines Pufferelement, so einen Plastikschutz,
damit die Rückseite des Mainboards nicht beschädigt wird. Jetzt drehe ich das Mainboard auf den Kopf, damit ich von hier unten schauen kann, ob die neue Backplate auch hervorragend passt. Und wie ich jetzt gleich feststellen werde, ist die neue Backplate an manchen Stellen ein wenig zu groß. Man sieht das jetzt hier im vorderen Bereich, da lappt dieses Gummielement hier über solche Lötstellen hinweg. Und das ist natürlich nicht gut, denn wenn wir die später anziehen, könnte das sein, dass wir entweder die Lötstellen verbiegen oder vielleicht sogar durch den Druck da Kontakt bekommen. Das bedeutet, hier muss man einfach ein bisschen nacharbeiten. Das ist eben kein Originalteil, das ist ein Universalteil. Das passt also für verschiedene Geräte, sprich für verschiedene Mainboards, teilweise sogar für verschiedene Sockel. Und deshalb muss man da einfach ein bisschen schauen, dass man an solchen Ecken sich das Teil dann in Anführungszeichen zurechtschneidet. Das heißt, ich gehe dann einfach her und entferne diese Stelle, denn die ist jetzt für meine Montage sowieso irrelevant. Das ist eigentlich eine Halterung für einen anderen Sockeltyp und deswegen kann man die da wunderbar auch entsprechend anpassen. Hier kann man jetzt schön sehen, wie ich die Gummiunterlagscheibe oder beziehungsweise diese Gummiunterlegplatte bearbeitet habe. Das heißt, an den Stellen, wo sie mit dem Mainboard in Konflikt gekommen wäre oder mit Teilen des Mainboards, habe ich einfach ein bisschen was weggeschnitten. So passt das wunderbar. Und jetzt geht es weiter mit der Montage der Backplate. Jetzt ist die Backplate montiert und wenn wir das ganze Mainboard nochmal umdrehen, sehen wir jetzt eben, wir haben zum einen diese Pufferschicht mit dem Gummi und dann unsere eigentliche Backplate, die die Stabilisierung gibt. So ist das wunderbar. So kann man später den Kühlkörper wunderbar montieren. Am Ende einfach nochmal die Schrauben alle kontrollieren und nochmal nachziehen, dass das auch wirklich alles gut sitzt. Wichtig ist dann auch, dass ihr die Unterlegscheiben nicht vergesst. Und dann ist das Mainboard soweit schon mal vorbereitet. Im nächsten Schritt prüfe ich jetzt einmal, ob der entsprechende Kühlkörper auch wirklich passt. Nicht, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ist normalerweise eigentlich nicht möglich, aber sicher ist sicher. Ich habe hier auch jetzt schon entsprechende Flexi-Anschlüsse an den Block montiert. Ich habe die Schutzfolie jetzt noch nicht abgezogen, da ich ja auch noch keinen Prozessor im Sockel habe und das Ding ja jetzt sowieso nicht fest montiere, sondern nur mal so grob prüfe, ob er denn gut sitzt und ob sich diese flexiblen Schlauchanschlüsse auch frei bewegen lassen. Nachdem das auch sichergestellt ist, geht es an die Montage des CPUs im Sockel. Ich habe mich für einen 5800X entschieden. Ich hätte eigentlich gern den 5900X gehabt, aber heutzutage werden ja jede Menge Produkte vorgestellt, die man alle nicht kaufen kann, weil die nicht lieferbar sind. Und so ist es dann halt ein 5800X geworden. Ist auch von der Kernanzahl ein bisschen besser als das, was ich jetzt habe. Jetzt habe ich einen Intel i7 der 8. Generation 8086K. Das Jubiläumsmodell, das hat ja 6 Kerne und 12 Threads. Und der 5800X, der hat dann eben entsprechend 8 Kerne, 16 Threads. Zuerst hier diesen kleinen Verriegelungshebel am Sockel nach oben schieben und dann die CPU so einsetzen, dass die CPU-Nase auf die Stelle zeigt, die im Mainboard auch mit so einem kleinen Pfeil gekennzeichnet ist. Dann das ganze Ding so ein bisschen hin und her wackeln, dass das auch gut sitzt. Den Verriegelungsschalter wieder runter und dann haben wir das auch schon erledigt. Bezüglich der Montage ist das auch wirklich das, was ich immer empfehlen würde, die Teile entsprechend außerhalb des Gehäuses zu montieren, ab und an mal ein Probefitting zu machen, so wie ich jetzt zum Beispiel gerade hier auch, mal das Mainboard so grob reinhalten. Wenn dann alle Teile soweit vorinstalliert sind, die ihr braucht, also jetzt zum Beispiel Prozessor und Prozessorbefestigung für den Kühler, dann das Mainboard entweder jetzt so wie hier gezeigt stehend oder aber auch liegend montieren. Bei der stehenden Montage ist es erforderlich, dass euer Gehäuse einen entsprechenden Pin hat, der dann nachher in der Mitte des Mainboards eingeführt wird, sodass es in der Position gehalten werden kann, bevor ihr die Schrauben montiert. Denn wenn ihr diesen Pin nicht habt, dann kriegt ihr das Mainboard da nur sehr schwer hier waagerecht montiert. Bei dem Gehäuse ist es aber so, dass dieser Führungspin vorhanden ist. Das heißt, das Ganze also ausrichten, die Löcher übereinander legen, am besten noch mit einer Hand sichern und dann eben jeweils die Schrauben eindrehen, sodass das Mainboard mit dem Gehäuse verbunden werden kann. Das Eindrehen der Schrauben, das beschleunige ich jetzt ein bisschen, denn
Das ist immer das gleiche Prinzip. Als letzten Schritt bei der Mainboard-Montage, viele Mainboards kommen jetzt mit solchen Schutzfolien, die am Ende noch abziehen, damit während dem Betrieb das nicht vielleicht festklebt oder anfängt zu schmelzen. Für alle diejenigen, die es total hassen, immer ihr System neu aufzusetzen, wenn sie die Hardware wechseln, ein kleiner Tipp. Früher, wie gesagt, konnte man ja auch einfach Festplatten klonen. Das geht heutzutage auch. Es gibt hier so spezielle USB-C-basierte M2-Gehäuse. Das heißt, ihr könnt eure M2-Festplatte einfach in dieses Gehäuse verbauen und diese M2-Festplatte dann ganz normal über den USB- oder USB-C-Port an euren PC anschließen und dann eben auch wieder einen Festplattenklon machen. Müsst so also nicht immer ständig Windows neu installieren, sondern könnt einfach Festplatte klonen, ins neue System stecken und einfach genau in dem gleichen Zustand weiterarbeiten, wie ihr das zuvor gewohnt wart. Keine neuen Programme installieren oder ähnliches. Wenn ihr irgendwie so Plattformen wechselt, wie jetzt bei mir von Intel zu AMD, ist es natürlich notwendig, den einen oder anderen Treiber zu deinstallieren und den entsprechenden Treiber für die neue Plattform neu zu installieren. Aber für Programme, Spiele und den ganzen anderen Kram gilt das eben nicht. Das heißt, ihr habt euer ganz normales System weiter in Betrieb. Das ist auch mit Windows 10 kein Problem. Das ging auch schon mit Windows 98 mit ein bisschen Trickserei. Das geht seit Windows Vista völlig problemlos. Das heißt, wie gesagt, an all diejenigen, die immer wieder neu installieren. Ihr müsst das nicht. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne machen, aber es ist technisch nicht erforderlich. Nachdem ihr euer System geklont habt, entnehmt ihr einfach die M2 aus diesem USB-C-Gehäuse und könnt sie dann direkt in euer Mainboard verbauen. Hier ist es natürlich wichtig, einmal in eurem Mainboard nachgelesen zu haben, unter welcher Konfiguration ihr auch die volle Geschwindigkeit bekommt. Denn je nach Mainboard-Typ ist es so, dass manche PCI-Anschlüsse oder manche M2-Anschlüsse entweder direkt an die CPU gehen oder direkt an den Chipsatz. Und je nachdem, wie viele Ports, also M2-Steckplätze oder PCI-Steckplätze ihr besetzt, werden die Geschwindigkeiten aufgeteilt. Hier bei dem Mainboard ist es so, wenn ich den ersten M2-Slot belege und den ersten PCI-Express-Slot, dann bekommt sowohl der M2-Slot als auch der PCI-Express-Slot die volle Bandbreite und erst wenn ich mehr M2s installiere, würde die Bandbreite sinken. Das heißt, hier habe ich mich dafür entschieden, nur eine M2 direkt auf dem Mainboard zu verbauen. Weitere M2s verbaue ich dann später mit einer Zusatzkarte. Der nächste Schritt ist das Zurechtschneiden der Schlauchlänge. Ich habe ja jetzt in diesem Fall keine All-in-One keine All-in-One Wasserkühlung, sondern eine Custom Wasserkühlung. Und hier ist es so, hier muss ich die Schlauchlängen eben selber ermitteln und dann eben auch entsprechend zuschneiden. Den Schlauch vom Ausgang der Pumpe zum Eingang des Radiators, den habe ich bereits abgemessen und montiert. Und jetzt geht es darum, die anderen Schläuche vom Ausgang des Radiators zum Eingang des CPU-Kühlers und dann vom Ausgang des CPU-Kühlers zum entsprechenden Eingang zur Pumpe noch zu ermitteln und zu verbinden. Denn bei diesen Custom-Systemen gibt es eben teilweise auch entsprechende Informationen. Man sieht das hier auf dem CPU-Kühler mit den kleinen Pfeilen, ein Ausgang, wie die Flussrichtung später sein soll. Und wenn diese Vorgaben vorhanden sind, solltet ihr euch auch auf jeden Fall daran halten, da ansonsten nachher die Wasserumwälzung nicht so effizient ist. Und dann macht es ja auch keinen Sinn, auf so eine Custom-Kühlung zu setzen, wenn man da nachher Performance verschwendet. Das heißt, das ist jetzt also der Prozess, der dauert ein bisschen, die Schlauchlängen anpassen und das Ganze eben für die jeweilige individuelle Position zu ermitteln und zu bestimmen. Da gibt es dann so entsprechende Schneidewerkzeuge, mit denen man die Schläuche kürzen kann und am Ende werden die dann eben nur verpresst. Da ist so ein spezielles System von EK, wo ihr die Schläuche wieder dicht und verpresst bekommt. Wie man jetzt hier sehen kann, ist die Montage wirklich einfach. Es wird einfach nur gesteckt und geschraubt. Interessant ist jetzt auch, oder noch erwähnen möchte ich, dass ich eben solche flexiblen Anschlüsse gewählt habe, um später die Möglichkeit zu haben, den Kühler leichter zu warten und auch einfacher zu positionieren. Ich habe den jetzt schon mal so grob positioniert. Jetzt gucke ich noch, ob die Grafikkarte reinpasst. Das sieht auch gut aus. Die Grafikkarte ist jetzt erstmal nur ein Dummy. Ich werde später natürlich meine 2080 verbauen, aber für den ersten Schritt ist das vollkommen ausreichend, einfach mal um zu schauen, ob das von der Breite passt. Der nächste Schritt ist das Befüllen des Custom Loops. Hierzu verwende ich den EK Cryofuel in Clear und eine kleine Sonderzugabe ist aus dem Kfz-Bereich
mein MoCool. Das ist ein spezielles Additiv, was ich auch bei meinen Fahrzeugen einsetze. Und dieses Additiv, wenn man das in den Kühlkreislauf gibt, sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass die Temperaturen nochmal etwas niedriger sind. Und das gleiche verwende ich jetzt hier auch für meinen Custom Loop. Das mache ich aus dem einfachen Grund, der Custom Loop hat praktisch die gleichen Materialien als auch ein Kühlsystem im Fahrzeug. Das heißt, hier gibt es also keine Probleme, dass das irgendwie die Materialien angreifen würde oder ähnliches. Das Ganze mische ich jetzt. Zudem gibt es auch mal eine ganz schicke Farbe und dann nutze ich hier diese spezielle Flasche, um dann nachher meinen Ausgleichsbehälter entsprechend befüllen zu können. Hier dann einfach den Ausgleichsbehälter oben an einer Stelle öffnen und langsam eben mit Flüssigkeit füllen. Das Ganze kleckert ein bisschen, aber so ist das eben. Wichtig an der Stelle ist natürlich auch nochmal zu erwähnen, dass ihr das Befüllen des Systems erst dann machen könnt, wenn ihr wirklich alle Komponenten angeschlossen habt und der Kreislauf dicht ist. Jetzt bin ich hergegangen und habe das Netzteil überbrückt, sodass ich sozusagen Strom bekomme, auch wenn das System noch nicht läuft. Das heißt, ich betreibe jetzt nur die Pumpe. Ich habe jetzt einmal schon ein bisschen den Ausgleichsbehälter geleert, das sprich, der war ja eben ganz voll. Dann habe ich die Pumpe einmal eingeschaltet und direkt am Netzteilschalter. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Flüssigkeit in die Pumpe eingefüllt, beziehungsweise in den Ausgleichsbehälter. Schalte jetzt nochmal kurz die Pumpe ein und wir sehen, die zieht also sofort die Flüssigkeit weg. Dann schalte ich das Netzteil wieder aus, fülle wieder Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter nach. Diese Prozedur müsst ihr jetzt ein paar Mal wiederholen. Die Pumpe, wie gesagt, nimmt jetzt immer Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, pumpt diese Flüssigkeit in den Kreislauf, also sprich in den Radiator, in die Schläuche, in euren CPU-Kühler und erst wenn der Kreislauf komplett gefüllt ist mit Flüssigkeit, erst dann könnt ihr sozusagen aufhören, den Ausgleichsbehälter weiter zu befüllen. Jetzt schalte ich das Ganze nochmal ein und wir sehen, die Pumpe zieht hier direkt wieder Flüssigkeit weg. Ich lasse es jetzt mal laufen und gebe hier direkt Flüssigkeit nach und wir können sehen, am unteren Ende, so langsam bleibt die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter stehen. Das heißt, so langsam erreichen wir einen gewissen Füllgrad des Systems. Der ist natürlich jetzt noch nicht gegeben, weil ich ja immer noch Flüssigkeit zugebe, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so komplett trocken wie am Anfang. Und hier jetzt einfach das Ganze eine gewisse Zeit lang laufen lassen, ruhig auch das Gehäuse und die Komponenten ein bisschen bewegen, um so eben Luft aus den Schläuchen und auch aus dem Kühler zu bekommen. Ich zeige das auch gleich nochmal. Jetzt nicht irritieren lassen von der Farbe oder von der Konsistenz der Flüssigkeit. Das liegt einfach daran, weil da jetzt im ersten Moment einfach sehr viel Luft im System ist. Diese Luftblasen, die müssen erst komplett aus dem System rausgeführt werden und erst dann wird die Flüssigkeit wieder klar. Insofern ist das auch ein guter Indikator für einen selber. Solange die Flüssigkeit so trübe ist, beziehungsweise so viele Luftblasen enthält, ist das System noch nicht komplett entlüftet. Und so lange solltet ihr auch den Ausgleichsbehälter nicht verschließen, sodass diese Luft, die sich noch im System befindet, hier über die Pumpe und dann auch über leichte Bewegungen der einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel hier eben jetzt dem Kühlblock, man sieht das dann direkt, dann blubbert das noch ein bisschen mehr im Ausgleichsbehälter. Das Ganze also ein bisschen hin und her schütteln, vielleicht auch das Gehäuse ein bisschen vor und zurück neigen, hoch und runter, nicht zu weit, damit euch da eben die Flüssigkeit nicht rausläuft, aber einfach das Ganze ein bisschen bewegen, sodass hier die gesamte Luft aus dem System raus transportiert werden kann und am Ende erhaltet ihr dann eine klare und transparente, durchsichtige Flüssigkeit. Wenn der Schritt auch abgeschlossen ist, können wir jetzt anfangen, das System zu installieren. Hier habe ich jetzt so einen 90-Grad-Adapter. Das sieht einfach ein bisschen schicker aus für den 24-Pin. Die gibt es im Zubehör zu kaufen. Ich finde es klasse. Man kann es aber auch einfach direkt anschließen. Dann der nächste Schritt, nachdem der 24-Pin angeschlossen ist, werde ich die CPU mit Wärmeleitpaste bedecken. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen nutzen ein spezielles Muster. Ich mache es einfach so, ich verteile die Paste immer einigermaßen gleichmäßig mit der Fingerspitze, sodass der gesamte Heatspreader bedeckt ist. Das mache ich schon immer so. Wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Das soll jeder machen, wie er möchte. Ich gehe da immer auf Nummer sicher und verstreiche das eben mit dem Finger, sodass da auf jeden Fall kein Spot übrig bleibt und alles eben mit Wärmeleitpaste bedeckt ist. Dann, wie eben zu sehen war, die Schutzfolie vom CPU-Kühler entfernen, den CPU-Kühler positionieren, darauf achten, dass die Schläuche frei beweglich sind und nicht unter Zug stehen oder Spannung haben. Dann hier die Federn auf die entsprechenden Schrauben und später die Hülsen oben drauf schrauben. Bei den Hülsen darauf achten, nicht zu fest,
sonst beschädigt ihr etwas, aber auch nicht zu lose, sonst kann es sein, dass das System nicht bootet oder ihr schlechte Temperaturen habt. Einfach so grob handfest anziehen, das sollte genügen. Wenn ihr die Schrauben einmal alle angezogen habt, dann bitte nochmal nachkontrollieren, jede einzelne Schraube. Teilweise ist es so, dass dann die Schraube, die ihr zuerst angezogen habt, sich noch mal ein bisschen weiter festdrehen lässt. Diesen Prozess einfach wiederholen, bis alles wirklich gut sitzt. Nun zu dem coolen Feature, was ich am Anfang erwähnt habe. Bei dem Mainboard habt ihr die Möglichkeit, euer BIOS zu updaten, ohne einen kompatiblen CPU im Sockel zu haben. Ihr habt dafür einen speziellen USB-Anschluss, der ist mit BIOS gekennzeichnet, und dann gibt es diesen QFlash Plus Button. Das heißt, ihr macht eure BIOS-File mit einem spezifischen Namen auf diesen USB-Stick, drückt den Knopf und dann fängt das Mainboard an, ohne entsprechenden kompatiblen CPU das BIOS zu flashen, und nach dem Flash-Vorgang kommt dann nochmal eine Bootphase und ihr seht eben den entsprechenden Screen, wie hier jetzt, wo ihr angezeigt bekommt, wie weit das Update des BIOS eben vorangeschritten ist. Wenn das Update geklappt hat, befinden wir uns dann auch im BIOS. Wir sehen hier die Standardeinstellungen. Das erste, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall mal das XMP-Profil aktivieren. Ich werde hier jetzt im Laufe der Zeit verschiedene DDR-Sticks ausprobieren. Am Ende habe ich mich dann für ein G-Skill Trident Set Royal Set entschieden. Das ist ein 3600 MHz Set mit CL14. Ich habe die alle möglichen Sets ausprobiert, das war für mich so das Beste. Jetzt gehe ich her und mache so ein paar Standardeinstellungen für die Lüfter und dergleichen. Und der nächste Schritt ist dann der erste Boot in Windows. Ich weiß, viele nutzen eher die Windows-basierten Tools. Ich bin da nicht so der Freund von nur wieder eine Software, die am Anfang geladen wird. Ich stelle das hier einmal im BIOS ein und dann habe ich dafür immer Ruhe und brauche kein extra Programm mehr. Jetzt kommt also der erste echte Boot ins Betriebssystem. Wie gesagt, die Festplatte habe ich einfach geklont. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, seit Windows Vista, und der erste Boot kann sein, dass der ein bisschen länger dauert, weil Windows jetzt natürlich geänderte Hardware erkennt. Es kann auch sein, dass Windows dann die Aktivierung zurücknimmt. Passiert auch manchmal. Das System hat ja die Aktivierung an die Hardware geknüpft, und wenn sich dann zu viel Hardware ändert, kann es gut sein, dass eure Aktivierung zurückgesetzt wird. Dann müsst ihr einfach bei Microsoft Support anrufen, denen das kurz schildern. Früher gab es so einen extra Menüpunkt, den habe ich jetzt beim letzten Mal nicht mehr gefunden. Da wurde ich dann zu einem Mitarbeiter durchgestellt. Dann einfach sagen, ihr habt euer Hardware getauscht, dann schaltet er das für euch nochmal frei. Der gibt euch so einen Code durch und dann geht das wieder. Und ihr seht jetzt eben hier der erste Start. Windows hat erkannt, okay, die Hardware hat sich massiv geändert. Ich muss jetzt also nochmal ein paar Treiber nachinstallieren und eben mein System darauf vorbereiten. Das geht aber auch relativ schnell. Und wenn das dann nachher passiert ist, könnt ihr euch anmelden, so wie ihr das auch immer gewohnt seid. Und in Windows dann eben, wie gesagt, wenn ihr jetzt hardwareseitig wirklich so komplett wechselt, am besten einmal die Intel-Treiber und andere Mainboard-Treiber von eurem alten System deinstallieren. Auch irgendwelche Tools, die ihr vielleicht für eure spezifische Hardware hattet, dass ihr die auch deinstalliert. Dann einmal die Treiber, die aktuellsten Treiber für eure neue Hardware installieren. Also sprich bei AMD die AMD-Chipsatz-Treiber. Oder aber auch, wenn ihr eine Grafikkarte wechselt, dann eben die entsprechenden Grafikkartentreiber nochmal aktualisiert. Bei mir ist es ja so, ich habe jetzt eigentlich nur den Chipsatz und den Prozessor gewechselt. Das heißt, ich installiere jetzt erstmal nur die AMD-Chipsatz-Treiber und AMD Master für das Overclocking. Das ist in Windows einfach ein bisschen komfortabler, um sich daran zu arbeiten. Grafikkartentechnisch bin ich ja gleich geblieben. Da werde ich erst später noch, wenn AMD dann die Grafikkarten vorgestellt hat und man vielleicht sogar eine Grafikkarte bekommt, die dann wechseln. Hier war jetzt ganz kurz zu sehen ein erster kleiner Fehler, eben von dem Programm, was sich noch auf mein altes Mainboard bezogen hat. Das war das Asus AI Suite. Da musste dann eben solche Programme deinstallieren und auch die entsprechenden Tasks dafür deinstallieren oder auch die Aufgaben, wie gesagt, zurücksetzen, die Registry vielleicht ein bisschen aufräumen. Aber davon abgesehen, ist es wirklich einfach, so ein System umzuziehen. So, dann hätte ich gesagt, werfen wir einen ersten Blick auf die Performance. Hier jetzt einmal ein Cinebench Run R20. Ich habe den jetzt stable auf allen Kernen auf 4,8 GHz gebracht mit ein bisschen V-Core-Erhöhung. Das heißt, wir haben jetzt hier 6345 Punkte im Multicore-Run. Jetzt läuft hier gerade im Hintergrund noch ein Single-Core-Run. Und bei meinem Intel-System war ich im Single-Core so bei 540 und beim Multicore so bei 4000. Das heißt, also Multicore ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser, ist aber auch klar mehr Kerne. Entscheidend ist jetzt der Single-Core und auch da deutlich besser, von 540 auf 614. So, und jetzt zum Abschluss gibt es noch ein paar Bilder vom fertigen System.
Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Get the party.